Heute sprechen wir über Dinge, die ich besonders gut in Polen finde. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich vielleicht mal kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor über 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, dem Menschen das wunderschöne Land Polen etwas näher zu bringen. Und das mache ich, indem ich zum Beispiel hin und wieder einen Reisebericht zeige. Mal berichte ich hier aus Polen und spreche über die Unterschiede auch zwischen Deutschland und Polen. Oder so wie jetzt gebe ich einfach mal meine persönliche Meinung wieder, was ich zum Beispiel an Polen gut finde. Wenn dich solche Themen interessieren oder du dich allgemein für das Thema Polen interessierst, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du unten rechts auf mein Logo draufklickst. Damit wirst du mich und meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir aber jetzt tiefer auf das Hauptthema eingehen, kannst du mal gerne das Video pausieren und mir mal deine Dinge unten in den Kommentaren hinterlassen, die du besonders gut am Polen findest, und dann schauen wir einfach mal, wie weit die sich mit meiner Aussage ähnlich sind. Auch möchte ich noch sagen, dass die Dinge, die ich hier aufzähle, natürlich nicht die einzigen Dinge sind, die mir hier in Polen gefallen. Es gibt wesentlich mehr Sachen, wo ich schon fast ein Buch darüber schreiben kann, was ich hier in Polen toll finde. Aber die Dinge, die ich hier aufzähle, sind Sachen, die mir schon so besonders ins Auge gefallen sind. Kommen wir jetzt aber auch schon zum ersten Punkt der Dinge, die mir hier in Polen besonders gefallen. Und das ist zum Beispiel das Ausleben der Werte. Das fängt eigentlich schon so an, wenn man nach Polen einreist, spürt man auch, dass man wirklich in Polen ist, indem man zum Beispiel des Öfteren irgendwo die polnische Flagge sieht, oder wenn man auch zum Beispiel nur in Dörfer oder irgendwelchen Städten ist, wird auch sehr oft zum Beispiel die polnische traditionelle Küche angeboten. Aber es gibt auch noch weitere Sachen, wo man einfach sieht, dass die Polen ihre Werte ausleben und auch sehr an der Tradition festhalten. Zum Beispiel zur Osterzeit, wenn die Menschen zur Kirche gehen, und ich denke, da stimmen mir auch sehr viele Leute zu, selbst wenn man jetzt nicht besonders ein Freund der Kirche ist, aber man sieht, dass hier einfach die Menschen das ausleben, ist das doch eigentlich ein sehr schönes Ereignis, dass die Menschen etwas haben, woran die auch festhalten können und woran die auch glauben. Das ist ja einfach die Nation, und ich persönlich, ich finde das sehr toll. Zur Weihnachtszeit sieht das ja ähnlich aus. Wenn man zur Weihnachtszeit in Polen ist, da kann mir doch eigentlich jeder sagen, was er möchte. Das ist doch sehr schön, wenn man sieht, dass das hier wirklich noch alles ausgelebt wird. Man hat ja eine schöne Beleuchtung. Wenn man hier auch zum Beispiel zur Weihnachtszeit bei einer Familie eingeladen wird, dann spürt man auch richtig, dass hier Weihnachten ist. Das wird hier alles so ausgelebt, sehr schön traditionell wird das gemacht, und ich finde, das ist eine sehr schöne Eigenschaft, und das ist eine Sache, die mir hier in Polen sehr gefällt, dass die an ihren Werten festhalten und auch die Tradition ausleben. Den zweiten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist auch vielleicht ein bisschen eine Mischung aus dem, was ich schon gerade im ersten Punkt erwähnt habe und dem, was ich jetzt sagen werde. Aber das ist hier die konservative Einstellung hier in Polen. Die Polen, die leben hier, wie schon gerade erwähnt, sehr traditionell und sehr konservativ. Und um jetzt auch einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, was ich damit meine, ist, wenn man zum Beispiel hier in eine Ehe geht, dann spürt man auch wirklich, wer ist Ehemann und wer ist Ehefrau. Man hat hier eine ganz klare Rollenverteilung, und wenn ich das jetzt gerade ausgesprochen habe, darf man mich da wirklich jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin mir sicher, in Deutschland sind einige überempfindlich auf dieses Thema. Wenn man das anspricht, da gehen sofort die Alarmglocken los. Oh, Rollenverteilung, Gleichberechtigung. Nein, ich kann hier ganz klar sagen, hier werden auch Mann und Frau gleichberechtigt behandelt. Ich kann das auch, also bei mir in der Ehe ist das ganz klar so, dass wir hier wirklich gleichberechtigt sind. Aber trotzdem spürt man einfach, wer ist Mann, wer ist Frau. Auch wenn wir jetzt hier über Geschlechter reden oder dieses ganze Gender-Thema. Ich finde, diese Diskussion gibt es hier nicht. Ich habe auch nichts gegen diese Themen. Wenn jemand gendern möchte, soll er das gerne machen. Wenn jemand meint, irgendwie es gibt 50 Geschlechter oder was auch immer, ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es aber ganz toll und ganz in Ordnung, wenn ich hier leben kann und ich hier mit 2 Geschlechtern lebe. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr zusagt. Und deswegen, man hätte den Punkt vielleicht auch zu Punkt 1 mit beipacken können, aber ich dachte, ich mache einfach mal vielleicht
2 Punkte daraus. Den dritten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt, und das ist die Kindererziehung. Ich kann wirklich von mir sagen, dass ich es hier in Polen noch nie erlebt habe, dass ein Kind gegenüber seinen Eltern bzw. gegenüber den Erwachsenen respektlos ist. Und klar, Kinder sind auch mal bockig und stänkern auch mal rum, aber ich rede hier wirklich vom Respektlossein. Sowas habe ich hier wirklich noch nie gesehen. Ganz im Gegenteil. Kinder oder Jüngere sprechen Erwachsene eigentlich auch immer mit Herr und Frau an, also sprich Pan und Pani. Wenn ich auch von mir hier aus dem Hausflur rausgehe und da ist ein Kind, es hält mir immer die Tür auf, beziehungsweise macht mir sogar die Tür auf, damit ich auch rauskomme. Die bedanken sich immer, grüßen immer. Ich finde, da könnte sich vielleicht der ein oder andere Erwachsene sich auch mal eine Scheibe von abschneiden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und man sieht einfach, dass hier die Kinder so erzogen werden, dass die respektvoll gegenüber Erwachsenen sein müssen. Auch wenn die Kinder schon größer sind, sieht man, dass die gerne Zeit mit den Eltern verbringen. Es ist hier keine Seltenheit, dass hier die Kinder des Öfteren die Eltern besuchen, zum Beispiel sonntags zum Essen. Wir machen das auch, dass wir immer so, je nachdem wie wir auch Zeit haben, alle 2, alle 3 Wochen mal zu meinen Schwiegereltern fahren und die einfach mal besuchen. Es ist auch nicht selten, dass die auch mal zu uns kommen. Das sind einfach Sachen, die mir hier sehr gefallen, und ich denke auch, dass der erste und zweite Punkt, welche ich gerade im Video erwähnt habe, mit auch ausschlaggebend sind, dass die Kinder sich hier so verhalten, wie die sich halt verhalten. Den vierten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, und da muss ich auch ganz klar sagen, dass ich auch hier ein Befürworter bin, ist, dass es hier in Polen ein Alkoholtrinkverbot auf der Straße gibt. Es ist nicht so, dass es komplett verboten ist, Alkohol zu trinken, nur das beschränkt sich dann auch auf die Biergärten, oder wenn man jetzt in Restaurants oder Kneipen geht, da ist das Alkoholtrinken dann schon erlaubt. Aber was zum Beispiel nicht erlaubt ist, dass man hier mitten auf der Straße irgendwo Bier trinken darf. Und ich finde das persönlich sogar sehr gut. Ich finde, dadurch wirkt das auch alles viel sauberer, auch das öffentliche Bild sieht dadurch auch wesentlich sauberer aus. Und man darf mich jetzt ja auch nicht falsch verstehen, also es ist jetzt auch nicht so, dass hier niemand mit einer Bierflasche rumläuft, aber ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit Deutschland, und ich finde, dann ist das schon ein bisschen extrem. Also wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel, ich kann da jetzt nur von Dortmund sprechen, da durch die Innenstadt läuft, dann sieht man da sehr viele Leute, die dort irgendwo an der Ecke am Trinken sind. Man hat dort Gruppen, die sich versammeln, die dann am Saufen sind. Genau das Gleiche ist dann vielleicht auch mit dem Drogenkonsum. Vielleicht wird das dann auch irgendwie dann ein wenig verharmlost, das Ganze. Ich muss auch zugeben, und vielleicht könnt ihr mir das auch mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Aber wenn ich zum Beispiel durch Dortmund, durch die Innenstadt gelaufen bin, war es nicht selten, dass ich da zum Beispiel jemanden mit einer Spritze im Arm gesehen habe. Und das sind natürlich Bilder, die ich ja nicht sehen möchte. Ich möchte das auch nicht meinem Kind antun, dass mein Kind sowas sieht. Und da bin ich ganz froh darüber, dass es hier schon Grenzen gibt zu diesem Thema, dass da Alkoholverbot auch auf der Straße herrscht. Ich meine, wenn jemand saufen möchte oder auch mal genüsslich was trinken möchte, kann er das gerne ja machen, im Biergarten, zu Hause oder sonst irgendwo. Nur man merkt auch einfach den Unterschied, oder zumindest ist das mein Empfinden, dass wenn es jetzt um dieses Thema geht, in Deutschland das schon ein bisschen außer Kontrolle gerät und hier dann noch sehr reguliert ist. Den fünften Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist ein Punkt, den ich schon mehrmals in einigen Videos erwähnt habe, und ich bin mir sicher, dass es auch noch in Zukunft in meinen Videos Thema sein wird, aber das ist hier die Sicherheit in Polen. Ich persönlich fühle mich hier in Polen sowas von sicher. Ich kann da wirklich zu 100% mich dafür aussprechen, dass ich mir hier gar keine Gedanken machen muss, wenn ich hier auf die Straße gehe, dass ich hier angefallen werde, überfallen werde oder attackiert werde oder was auch immer. Und das ist egal zu welcher Uhrzeit. Ich bin hier schon frühen Morgen rausgegangen, ganz normal am Mittag oder spät auch in der Nacht. Ich habe hier wirklich keine Angst, keine Bedenken, dass ich hier überfallen werde. Genau das Gleiche ist auch bei meiner Frau. Ich habe überhaupt gar keine Angst, wenn es mal dunkel ist und sie dann auch mal noch mal rausgeht zum Einkaufen oder sich auch mal abends mit einer Freundin trifft, dass hier irgendetwas passiert. Ich habe da wirklich null Bedenken. Klar muss man auch sagen, dass Polen nicht kriminell frei ist. Es gibt überall Kriminalität, und auch hier in Polen oder zumindest auch hier in Łódź kann ich sagen, dass es hier Ecken gibt, die natürlich nicht ganz schön sind. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen,
sagen, dass ich mich hier sehr sicher fühle. Und wenn ich jetzt auch einfach nochmal einen Schritt weiter gehe, ist das für mich persönlich auch vielleicht ein bisschen so eine psychische Entlastung, wenn ich selber weiß, ich kann rausgehen, ich bin frei, ich brauche keine Angst haben und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ich meine, was ist noch toller, als das Gefühl zu haben, frei zu sein und einfach auch das zu machen, was man möchte, ohne Angst zu haben, dass man irgendwie überfallen wird oder abgestochen wird oder ich weiß nicht was. Und das ist für mich und meine Familie sehr wertvoll und da kann ich mich wirklich auch hundertprozentig dafür aussprechen. Den nächsten und 6. Punkt, den ich jetzt hier anspreche, ist ein Punkt, der sich komplett von den anderen unterscheidet und wahrscheinlich wird jetzt auch gleich der ein oder andere vielleicht anfangen zu lachen, aber etwas, was ich hier total toll in Polen finde, ist die polnische Küche. Ich liebe die polnische Küche wirklich und wenn ich hier auch mal mein Lieblingsgericht nennen kann, da sind Pierogi z kapustą i z grzybami, also Pierogi mit Sauerkraut und Pilze. Das ist, denke ich, eins der Sachen, was ich fast täglich essen kann. Gerade zur Weihnachtszeit mache ich auch selber immer die Pierogi. Wer meine Weihnachtsvideos verfolgt hat, wird das auch gesehen haben, dass ich da zum Beispiel Pierogi mache oder auch Kroketten mit Sauerkraut und Pilze. Das sind wirklich Gerichte, ich liebe das. Ich freue mich immer zur Weihnachtszeit, dann immer diese Pierogi zu essen. Wenn ich auch irgendwo in einem Restaurant bin, das erste in der Regel, was ich schaue, ob die Pierogi haben und dann auch noch welche Sorten und Arten am Pierogi die anbieten. Also das ist wirklich eine Sache, da könnte ich mich schon fast reinlegen. Das waren jetzt meine Punkte, die ich hier in Polen gut finde. Aber wie gesagt, es gibt noch wesentlich mehr Punkte, die ich hier aufzählen könnte. Aber das würde, glaube ich, dann auch den Rahmen des Videos sprengen. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber sehr interessieren. Hast du mit diesen Punkten gerechnet, die ich hier erwähnt habe? Oder gibt es vielleicht andere Punkte, wo du der Meinung bist, ja, da stimmst du nicht ganz mit mir überein, dann hinterlass es mir gerne in den Kommentaren, das würde mich sehr interessieren. Ich lese mir das auf jeden Fall durch und werde mir auch meine Gedanken dazu machen. Wenn ich auch mal auf irgendein spezielles Thema tiefer eingehen soll, kannst du es mir auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, dann werde ich vielleicht auch in Zukunft mal darüber ein Video machen. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.